Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht's dir heute? Hallo Luzi, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Heute möchte ich über Kindheitserinnerungen sprechen. Hast du ein besonderes Spielzeug aus deiner Kindheit, an das du dich erinnerst? Ja, das habe ich. Ich hatte als Kind ein ganz besonderes Spielzeug. Es war ein kleiner Stoffbär. Sein Name war Teddy. Teddy ist ein süßer Name. Kannst du mir mehr über Teddy erzählen? Natürlich. Teddy war ein weicher, brauner Bär mit einem großen Lächeln. Er war etwa 30 Zentimeter groß. Ich habe Teddy zu meinem 5. Geburtstag von meiner Großmutter bekommen. Das klingt nach einem wunderbaren Geschenk. Was mochtest du am meisten an Teddy? Ich liebte, dass Teddy sehr weich und kuschelig war. Ich habe ihn überall mit hingenommen. Ich habe sogar jede Nacht mit ihm geschlafen. Das ist so süß. Hast du mit Teddy auf eine besondere Weise gespielt? Ja, das habe ich. Ich habe so getan, als wäre Teddy mein bester Freund. Wir haben viele Abenteuer in meiner Vorstellung erlebt. Ich habe ihn in den Park, an den Strand und sogar in den Supermarkt mitgenommen. Es ist erstaunlich, wie Spielzeuge Teil unserer Abenteuer sein können. Hattest du besondere Momente mit Teddy? Ich erinnere mich an einen regnerischen Tag, an dem ich mich ein wenig traurig fühlte. Ich saß am Fenster und sprach mit Teddy. Ich erzählte ihm von meinen Gefühlen und das hat mir geholfen. Teddy hat immer zugehört und mich nie verurteilt. Das ist sehr berührend. Es ist schön, ein Spielzeug zu haben, das sich wie ein Freund anfühlt. Ja, Teddy war mehr als nur ein Spielzeug. Er war mein Begleiter. Ich erinnere mich auch daran, dass ich ein kleines Bett für ihn aus einem Schuhkarton gemacht habe. Ich habe ihn jeden Abend ins Bett gebracht und ihm gute Nacht gesagt. Das ist so kreativ. Hast du Teddy mitgenommen, als du mit deiner Familie unterwegs warst? Absolut. Teddy war bei jedem Ausflug dabei. Ich habe ihn zu meiner Großmutter auf Campingausflüge und sogar auf eine lange Autofahrt in die Berge mitgenommen. Er war mein Reisebegleiter. Ich kann mir vorstellen, wie glücklich du gewesen sein musst, Teddy dabei zu haben. Hast du Teddy jemals verloren? Einmal habe ich Teddy im Park verloren. Ich war sehr ängstlich und habe ein bisschen geweint. Meine Mutter hat mir geholfen, ihn zu suchen. Nach einer Stunde haben wir Teddy unter einer Bank gefunden. Ich war so erleichtert. Das muss ein sehr stressiger Moment gewesen sein. Ich bin froh, dass du ihn gefunden hast. Ja, das war eine große Erleichterung. Ich habe gelernt, nach dem Vorfall besser auf meine Spielzeuge aufzupassen. Teddy wurde sogar ein bisschen schmutzig von all unseren Abenteuern. Meine Mutter hat ihn viele Male gewaschen und er war immer wieder sauber und weich. Es ist schön, dass deine Mutter dir geholfen hat, ihn zu pflegen. Hattest du noch andere Spielzeuge, die dir wichtig waren? Ich hatte viele Spielzeuge, aber keines war so besonders wie Teddy. Ich hatte Autos, Puppen und Bauklötze, aber Teddy war mein bester Freund. Ich verstehe. Manchmal ist ein Spielzeug besonders wegen der Erinnerungen, die wir damit verbinden. Genau. Sogar jetzt, viele Jahre später, erinnere ich mich noch an all den Spaß, den ich mit Teddy hatte. Er erinnert mich an meine glückliche Kindheit. Das ist eine schöne Erinnerung. Hast du Teddy heute noch? Ja, das habe ich. Ich bewahre Teddy in einer speziellen Box in meinem Zimmer auf. Manchmal nehme ich ihn heraus und schaue ihn mir an. Das bringt mich zum Lächeln.
Das ist so schön. Es ist toll, die Erinnerungen an die Kindheit lebendig zu halten. Ich stimme zu. Teddy ist ein Teil meiner Vergangenheit und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich empfinde das Gleiche für meine Kindheitsspielzeuge. Ich hatte eine kleine Puppe namens Bella. Bella war nicht sehr groß, aber sie war mir sehr wichtig. Bella klingt süß. Was mochtest du an ihr? Bella hatte ein pinkes Kleid und einen kleinen Hut. Sie hatte weiche Haare und ein lächelndes Gesicht. Ich habe Bella zu meinem 4. Geburtstag von meiner Tante bekommen. Das ist ein nettes Geschenk. Was hast du mit Bella gemacht? Ich habe jeden Tag mit Bella gespielt. Ich habe so getan, als wäre sie meine Tochter. Ich habe ein kleines Haus für sie aus einem Karton gemacht. Ich habe ihr sogar einen Namen und einen Geburtstag gegeben. Das ist sehr einfallsreich. Hast du Bella mitgenommen, wenn du rausgegangen bist? Ja, das habe ich. Ich habe Bella in den Park zu Freunden und manchmal sogar in den Supermarkt mitgenommen. Ich habe mit ihr gesprochen und ihr von meinem Tag erzählt. Es ist erstaunlich, wie Spielzeuge uns helfen können, unsere Gefühle auszudrücken. Ja, das Spielen mit Bella hat mich glücklich und kreativ gemacht. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich ein Teekränzchen mit Bella hatte. Ich habe eine kleine Tasse und einen Teller aus meiner Spielküche benutzt. Ein Teekränzchen klingt nach Spaß. Hast du noch andere Spielzeuge eingeladen? Ja, ich habe meine anderen Puppen und sogar ein paar Stofftiere eingeladen. Wir saßen alle an einem kleinen Tisch und haben so getan, als würden wir Tee trinken. Das muss ein sehr glücklicher Tag gewesen sein. Das war er. Ich erinnere mich auch daran, dass ich gut auf Bella aufgepasst habe. Ich habe ihr die Haare gekämmt und darauf geachtet, dass ihr Kleid sauber war. Manchmal habe ich sogar einen kleinen Knopf an ihrem Kleid angenäht, wenn er locker war. Das ist sehr fürsorglich. Hast du Bella jemals verloren, so wie ich Teddy verloren habe? Nein, ich habe Bella nie verloren, aber ich habe sie einmal fallen lassen und ihr Arm ist abgefallen. Ich war sehr traurig, aber meine Mutter hat mir geholfen, sie zu reparieren. Wir haben ihren Arm wieder angenäht und ich war so erleichtert. Ich verstehe dieses Gefühl. Unsere Spielzeuge sind wie Freunde und es ist schwer, wenn etwas mit ihnen passiert. Ja, genau. Auch wenn Bella ein Spielzeug ist, bedeutet sie mir viel. Ich habe sie immer noch an einem besonderen Platz in meinem Zimmer. Das ist wunderbar. Es ist großartig, unsere Kindheitserinnerungen zu bewahren. Spielst du jetzt als Erwachsene mit irgendwelchen Spielzeugen? Nicht wirklich. Ich spiele nicht mehr mit Spielzeugen, wie ich es als Kind getan habe, aber manchmal schaue ich Bella an und erinnere mich an die schönen Zeiten. Ich fühle genauso. Ich spiele nicht mehr mit Teddy, aber ich liebe es, mich an all die Abenteuer zu erinnern, die wir erlebt haben. Es ist interessant, wie Spielzeuge Teil unseres Erwachsenwerdens sein können. Sie helfen uns zu lernen, zu spielen und sogar unsere Emotionen auszudrücken. Ja, Spielzeuge sind sehr wichtig in der Kindheit. Sie machen unsere Tage lustig und helfen uns, unsere Fantasie zu nutzen. Ich bin sehr glücklich, dass wir beide besondere Spielzeuge hatten. Teddy und Bella werden immer Teil unserer Erinnerungen sein. Ich stimme zu. Ich liebe es, über Teddy und all den Spaß, den wir zusammen hatten, zu sprechen. Es bringt mich zum Lächeln. Mir geht es genauso. Ich liebe es, meine Erinnerungen an Bella zu teilen. Es erinnert mich an eine glückliche Zeit in meinem Leben. Vielleicht können wir eines Tages unseren Kindern unsere Spielzeuge zeigen und ihnen unsere Geschichten erzählen.
Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne meinen zukünftigen Kindern von Bella erzählen und wie wir Teekränzchen und Abenteuer hatten. Und ich würde Teddy meinen Kindern zeigen und ihnen von unseren Ausflügen in den Park und dem regnerischen Tag erzählen, an dem ich ihn wiedergefunden habe. Unsere Spielzeuge sind wie kleine Zeitmaschinen. Sie helfen uns, in eine glückliche Zeit zurückzukehren. Ja, das tun sie. Ich bin sehr dankbar für Teddy und all die Erinnerungen. Ich habe viel vom Spielen mit ihm gelernt. Ich empfinde das Gleiche für Bella. Sie hat mir beigebracht, kreativ und fürsorglich zu sein. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Spielzeug so einen großen Einfluss auf unser Leben haben kann. Ich stimme zu. Teddy und Bella sind mehr als nur Spielzeuge. Sie sind Teil unserer Kindheitsgeschichten. Danke, Luzi, dass du deine Erinnerungen an Bella mit mir geteilt hast. Ich habe es sehr genossen, über unsere besonderen Spielzeuge zu sprechen. Danke, Tom, dass du deine Geschichte über Teddy erzählt hast. Es war sehr schön, an unsere glücklichen Kindheitstage zu erinnern. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr über unsere Kindheitserinnerungen sprechen können. Ja, das würde ich lieben. Es macht immer Spaß, Geschichten zu teilen und an die schönen Zeiten zu erinnern. Ich fühle mich sehr glücklich, nachdem ich über Teddy gesprochen habe. Es macht mich froh, all unsere Abenteuer zu erinnern. Ich fühle mich genauso über Bella. Über sie zu sprechen, erinnert mich an meine Kreativität und glückliche Tage. Vielleicht können wir eines Tages sogar zusammen in den Park gehen und unsere Spielzeuge mitbringen. Das ist eine schöne Idee. Es wäre lustig, ein Picknick mit Teddy und Bella zu machen. Ja, wir können auf dem Gras sitzen, Snacks essen und unseren Spielzeugen Geschichten erzählen. Ich freue mich auf diesen Tag. Danke noch einmal für dieses wunderbare Gespräch, Tom. Danke, Luzi. Es war sehr schön, über unsere besonderen Spielzeuge zu sprechen und unsere Erinnerungen zu teilen. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschsprachigen Gespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.